Hallo und herzlich willkommen bei den Coffee Tasters. Gemeinsam mit meinem Team habe ich insgesamt 22 Kaffeevollautomaten getestet. Welche Modelle wir euch empfehlen können und von welchen ihr am besten die Finger lasst, erfahrt ihr jetzt im Video. In diesem Video stellen wir euch Vollautomaten bis ungefähr 500 € vor. Sie richten sich hauptsächlich an kleine Haushalte, die mit wenig Aufwand gute Getränke zubereiten wollen. Wir geben euch jetzt einen Überblick über alle Modelle, gehen dabei aber nicht auf jedes Detail ein. Wenn ihr zu einem bestimmten Kaffeevollautomaten noch mehr erfahren wollt, schaut am besten auf unserer Website vorbei. Dort findet ihr alle Testberichte noch einmal zum Nachlesen. Zu jedem Gerät haben wir auch ein ausführliches Video gemacht. Alle Links findet ihr unten in der Infobox. Doch jetzt starten wir erstmal mit den günstigsten Vollautomaten. Absoluter Bestseller im unteren Preisbereich ist die Magnifica S von DeLonghi. Auf Knopfdruck bereitet sie euch Kaffee und Espresso zu. Der Espresso ist sehr intensiv und aromatisch. Wollt ihr Cappuccino zubereiten, messt ihr zuerst die Milch ab und schäumt sie anschließend mit der integrierten Milchschaumdüse auf. Nach gut 30 Sekunden erreicht der Milchschaum die optimale Temperatur. Danach stellt ihr eure Tasse unter den Kaffeeauslass und bezieht noch einen Espresso. Schon ist euer Cappuccino fertig. Bereits beim ersten Versuch wird der Milchschaum fein und cremig. Damit ist die Magnifica S auch bestens für Einsteiger geeignet. Sie ist außerdem sehr einfach in der Handhabung und passt dank ihrer kompakten Größe auch optimal in kleine Küchen. Sehr gut gefallen uns die genauen Einstellungen, die ihr so bei keinem anderen Vollautomaten dieser Preisklasse bekommt. Ihr könnt die Kaffeestärke in über 20 Stufen anpassen und beim Mahlwerk habt ihr 13 Stufen zur Auswahl. Dadurch gibt es viele Möglichkeiten, um beim Geschmack zu experimentieren. Nach der Zubereitung könnt ihr die Milchschaumdüse einfach mit heißem Wasser durchspülen und zur gründlichen Reinigung abziehen. Einfacher geht es wirklich nicht. Wenn ihr einen günstigen und zuverlässigen Vollautomaten sucht, können wir euch die Magnifica S definitiv empfehlen. Neben der Magnifica S gibt es noch die baugleiche Magnifica S Smart. Sie hat zusätzlich noch den Long zur Auswahl, der gerade für Kaffeetrinker interessant ist. Dabei wird das Wasser unter niedrigem Druck und in vielen kurzen Schüben durch den Kaffeepuck gepresst. Außerdem werden pro Tasse 2 Kaffeepucks verwendet. Geschmacklich ist der Long dadurch noch aromatischer und weniger bitter als der normale Kaffee. Die Smart kostet rund 50 € mehr als die normale Magnifica S. Wenn ihr also gerne normalen Kaffee aus dem Vollautomaten trinkt, lohnt sich der Aufpreis durchaus. Direkter Konkurrent zur Magnifica S von DeLonghi ist der Philips EP 2220. Auch hier lassen sich Espresso und Kaffee auf Knopfdruck beziehen. Für Cappuccino messt ihr wieder vorher die Milch ab und schäumt sie anschließend mit der Milchschaumdüse auf. Danach bezieht ihr noch einen Espresso und fertig ist euer Getränk. Der Milchschaum ist hier besonders fein und sehr cremig. Durch die Sensor-Touch-Knöpfe ist das Display bei Philips etwas moderner und besonders leicht verständlich. Allerdings lässt sich die Kaffeestärke hier nur in 3 Stufen einstellen. Dafür habt ihr beim Mahlgrad 12 Stufen zur Auswahl. Immer noch genug Spielraum, um den Geschmack anzupassen. Nach der Zubereitung spült ihr die Milchschaumdüse mit heißem Wasser und nehmt sie für die gründliche Reinigung ab. Sie darf sogar in die Spülmaschine. Auch den Philips EP 2220 können wir euch als Einsteigergerät absolut empfehlen. Im direkten Vergleich zur Magnifica S von DeLonghi hat Philips das modernere Display mit einer etwas intuitiveren Bedienung. Dafür könnt ihr bei DeLonghi die Kaffeestärke in 20 Stufen anpassen. Insgesamt ist der Espresso aus der Magnifica S noch ein bisschen intensiver. Andererseits wird der Milchschaum bei Philips noch etwas feinporiger als bei der DeLonghi. Allerdings sind die Unterschiede wirklich nur minimal und ihr trefft mit beiden Vollautomaten eine gute Wahl.
Beide Geräte überzeugen in unserem Test mit ihrer einfachen Handhabung und schnellen Reinigung. Deshalb sind sie gerade für Einsteiger optimal geeignet. Wenn euch unser Video gefällt, dann lasst uns gerne einen Like da und abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ein weiteres Modell im unteren Preisbereich ist die Melitta Cafeo Solo and Perfect Milk. Hier braucht ihr die Milch nicht abmessen, denn das Gerät zieht sie sich direkt aus dem Milchkarton. Im Anschluss bezieht ihr noch einen Espresso und schon habt ihr einen Cappuccino. Leider hat der Milchschaum grobe Blasen und ist alles andere als feinporig. Zwar sind Espresso und Kaffee aus der Cafeo Solo ziemlich gut, trotzdem konnte uns die Handhabung insgesamt nicht wirklich überzeugen. Auch die Reinigung des Cappuccinatores ist mit 2 Tassen irgendwie recht umständlich. Daher können wir für die Melitta Cafeo Solo and Perfect Milk keine Empfehlung aussprechen. Als nächstes haben wir das Einsteigergerät von Siemens, den EQ300. Hier messt ihr wieder zuerst die Milch ab, schiebt die Milchschaumdüse nach unten und wählt im Display das gewünschte Getränk aus. Jetzt schäumt der Vollautomat die Milch auf und gibt anschließend automatisch den Espresso dazu. Unsere Tests haben gezeigt, dass das erste Milchschaumgetränk nicht heiß genug wird. Trotzdem ist der Schaum feinporig und cremig. Über das Touch-Display könnt ihr die Kaffeestärke in 5 Stufen anpassen. Beim Mahlwerk habt ihr leider nur 3 Stufen zur Auswahl. Dadurch könnt ihr beim Geschmack nicht ganz so viel experimentieren. Trotz der wenigen Mahlgradstufen sind Kaffee und Espresso wirklich gut. Sie überzeugen mit viel Intensität und Aroma. Positiv aufgefallen ist uns die Qualität des Vollautomaten. Das hochwertige Scheibenmahlwerk aus Keramik ist unter den Geräten bis 500 € das leiseste im Test. Abzüge gibt es bei der Handhabung, denn der Wassertank hinten links ist nicht ganz so gut zu erreichen. In Relation zum Preis können wir den EQ300 nur eingeschränkt weiterempfehlen. Hier bieten euch andere Vollautomaten einfach ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Euch ist ein Gerät mit Milchschaumdüse zu aufwendig? Dann ist ein vollautomatisches Milchsystem wie beim Philips Latte Go 2200 genau das Richtige für euch. Hier füllt ihr die Milch einfach nur in den Milchbehälter und wählt am Display euer Getränk aus. Danach braucht ihr euch um nichts weiter kümmern, denn das Gerät bereitet euch vollautomatisch euren Cappuccino zu. Der Milchschaum ist schön heiß und von der Konsistenz etwas luftiger. Der Vollautomat überzeugt mit seiner einfachen Handhabung und eignet sich dank seiner kompakten Größe auch optimal für kleine Küchen. Den Milchbehälter könnt ihr einfach in 2 Teile zerlegen, unter fließendem Wasser abspülen oder in die Spülmaschine packen. Das Gerät lässt sich außerdem über das Sensor-Touch-Display einfach bedienen. Die Kaffeestärke und die Getränkemenge könnt ihr jeweils in 3 Stufen anpassen. Der Latte Go 2200 bietet euch zwar nur Espresso, Kaffee und Cappuccino auf Knopfdruck, dafür ist es aber das günstigste Gerät mit vollautomatischem Milchsystem. Wenn ihr also ein Gerät für rund 400 € sucht, ist der Latte Go 2200 unsere Empfehlung. Für etwa 100 € mehr bekommt ihr den Latte Go 3200. Hier ist zusätzlich noch der Americano dabei, der besonders für Kaffeetrinker interessant ist. Durch seine spezielle Zubereitung hat er viel Aroma und weniger Bitterstoffe als der normale Kaffee. Zusätzlich habt ihr eine Taste für Latte Macchiato und könnt die Kaffee- und Milchschaummenge separat in 3 Stufen anpassen. Bis auf die Einstellung sind beide Latte Go Modelle vollkommen baugleich. Sie haben das gleiche 12 Stufen Mahlwerk, die gleiche Brühgruppe und den gleichen Milchbehälter. Auch geschmacklich sind die Getränke auf gleichem Niveau. Der Latte Go 3200 ist optimal, wenn ihr noch etwas genauere Einstellungen vornehmen möchtet oder Latte Macchiato auf Knopfdruck beziehen wollt. Direkter Konkurrent zur Latte Go-Reihe ist die DeLonghi Magnifica Evo. Sie bereitet euch Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, Kaffee
und Long Coffee zu. Hier habt ihr auch wieder einen kleinen Milchbehälter dabei. Der zeigt euch direkt an, wie viel Milch ihr einfüllen müsst. Von einem Cappuccino bis 2 Latte Macchiato. Der Milchschaum ist feinporiger und etwas cremiger als bei den Latte Go Modellen. Auch der Espresso ist bei DeLonghi wieder etwas besser. Er überzeugt mit viel Intensität und einer haselnussbraunen Crema. Neben normalem Kaffee gibt es hier auch wieder den Long, der mit viel Aroma und weniger Bitterstoffen überzeugt. Der Vollautomat punktet außerdem mit seiner einfachen Handhabung und passt dank seiner kompakten Größe gut in kleine Küchen. Besonders gut gefällt uns das Touch-Display mit den großen Getränkesymbolen. Das Gerät lässt sich dadurch besonders leicht bedienen. Die Kaffeestärke könnt ihr in 3 Stufen einstellen und beim Mahlwerk habt ihr 13 Stufen zur Auswahl. Die Getränkemenge ist ab Werk festgelegt, kann bei Bedarf jedoch frei programmiert werden. Nach der Zubereitung könnt ihr den Milchbehälter kurz durchspülen und dann im Kühlschrank aufbewahren. Eine Besonderheit ist die My-Latte-Funktion. Dabei verwendet der Vollautomat immer die gesamte Milch im Milchbehälter. Optimal für einen großen Latte Macchiato oder Kakao. Außerdem ist der Milchbehälter dann komplett leer und kann anschließend gereinigt werden. Er darf sogar in die Spülmaschine. Unter allen Geräten bis 500 € ist die Magnifica Evo der aktuell beste Vollautomat. Von uns gibt es eine klare Empfehlung. Für etwas über 500 € gibt es noch die Krups Evidence One. Hier habt ihr einen Milchschlauch, den ihr direkt in euren Milchkarton taucht. Auf Knopfdruck bereitet euch der Vollautomat insgesamt 8 Getränke zu. Neben den Klassikern ist zum Beispiel auch Kaffee Latte mit an Bord. Im Vergleich zu anderen Vollautomaten dieser Preisklasse ist der Milchschaum bei der Evidence One sogar am feinsten und cremigsten. Sehr gut gefällt uns die Bedienung über das Touch-Display. Bei der Kaffeestärke habt ihr 3 Stufen zur Auswahl. Die Getränkemenge könnt ihr noch während der Zubereitung anpassen. Der Vollautomat speichert sie dann für die nächsten Bezüge. Eine weitere Besonderheit in dieser Preisklasse ist der Doppelbezug für alle Getränke. Das heißt, ihr könnt auch 2 Tassen Cappuccino gleichzeitig zubereiten. Beim Mahlwerk habt ihr 9 Stufen zur Auswahl. Leider ist der Mahlvorgang lauter als bei anderen Geräten aus unserem Test. Wenn euch eine geringe Lautstärke wichtig ist, solltet ihr besser zu einem anderen Modell greifen. Ein weiterer Nachteil: die Brühgruppe ist fest verbaut und kann nicht, wie bei DeLonghi und Philips, zum Reinigen entnommen werden. Dafür gibt es bei Krups ein automatisches Reinigungsprogramm. Was uns gut gefällt: auf Knopfdruck lässt sich das Milchsystem mit heißem Wasser durchspülen. Alle 2 Wochen könnt ihr außerdem ein gründliches Programm mit Reinigungsmitteln starten. Zusätzlich lassen sich alle Teile des Milchsystems einfach entnehmen und reinigen. Für ihren Preis hat die Krups Evidence One erstaunlich viel zu bieten. Allerdings sind das relativ laute Mahlwerk und die fest verbaute Brühgruppe 2 Kritikpunkte, die ihr bei eurer Entscheidung bedenken solltet. Wir können sie daher nur eingeschränkt weiterempfehlen. Unter den günstigen Vollautomaten um die 300 € sind Geräte mit manueller Milchschaumdüse einfach die beste Wahl. Hier empfehlen wir euch entweder die Magnifica S aufgrund ihres sehr guten Espressos und den genauen Einstellungen oder den Philips EP 2220 wegen seines besonders cremig feinen Milchschaums und dem intuitiven Touch-Display. Wem das manuelle Aufschäumen zu aufwendig ist, dem empfehlen wir bis 400 € den Latte Go 2200 und bis 500 € die Magnifica Evo. Bei der Evo ist der Milchschaum noch feinporiger und der Espresso noch etwas besser als bei den Latte Go Modellen. Die Vollautomaten, die wir euch hier vorgestellt haben, sind mit ihren kleinen Milchbehältern hauptsächlich auf Singles, Paare und kleine Haushalte ausgelegt. Sie sind unkompliziert in der Bedienung, lassen sich einfach sauber halten und sind optimal, um mit wenigen Klicks gute Getränke zuzubereiten. Wenn ihr euch eine größere Getränkevielfalt, mehr Funktionen und mehr Einstellungen wünscht,
dann sollte die Oberklasse für euch interessant sein. Dank der größeren Behälter und Auffangschalen sind sie außerdem optimal für Familien und große Haushalte geeignet. Preislich liegen wir hier zwischen 600 bis über 1000 Euro. Welche Vollautomaten bis 1000 Euro am besten sind, erfahrt ihr in unserem nächsten Video. Abonniert einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wenn ihr zu einem bestimmten Vollautomaten noch mehr erfahren wollt, schaut am besten auf unserer Website vorbei. Alle Links findet ihr unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.